Die Philippinen, ein Land mit über 7000 Inseln. Traumstrände, magische Unterwasserwelten und einzigartige Naturschätze. Echt ein kleines Paradies hier. Wir schwimmen mit tausenden Sardinen. Das ist eins der größten Naturschauspiele der Philippinen. Und treffen auf außergewöhnliche Tiere. Die sehen aus wie Aliens. Wir reisen zu paradiesischen Orten auf den Philippinen, checken die Preise und schauen, wie viel auf den verschiedenen Inseln los ist. Außerdem gucken wir, wie man easy von A nach B kommt. Gemeinsam mit meinen Kumpels Benny und Simon geht's von Insel zu Insel. Unsere Reise führt uns von Manila zu den spektakulären Kalksteinfelsen von Coronel Nido. Weiter geht's zu unterirdischen Flüssen und gigantischen Wasserfällen auf Cebu. Die Chocolate Hills auf Bohol, die angesagte Insel Siargao und die Strände von Boracay müssen wir uns ebenfalls ansehen. Ich bin übrigens Valentin, man nennt mich auch Sarazar und unser Abenteuer beginnt in Manila. Manila ist laut, chaotisch und hat über 14 Millionen Einwohner. Dementsprechend gibt es hier jede Menge zu entdecken. Ich kaufe mir gerade ein T-Shirt für umgerechnet 1 Euro, super billig. Bezahlt wird übrigens in philippinischen Pesos und bei Geldautomaten immer die Gebühren vergleichen, denn die können sehr unterschiedlich sein. Das Viertel Intramuros ist sowas wie die Altstadt von Manila. Hinter mir seht ihr die wunderschöne St. Augustin-Kirche. Circa 80% der Filipinos sind katholisch. In der Nähe liegt auch die Kathedrale von Manila. Die Philippinen waren bis 1897 fast 300 Jahre eine spanische Kolonie und wurden danach bis 1946 von den USA verwaltet. Ein Überbleibsel aus der Zeit ist Fort Santiago. Besonders interessant ist dieser Kontrast zwischen den alten Mauern und den riesigen Hochhäusern dahinter. Der Eintritt liegt auch nur bei 1 Euro pro Person. Eigentlich sprechen die fast 115 Millionen Filipinos über 170 unterschiedliche Sprachen. Ganz praktisch für Touristen ist allerdings, dass Englisch eine der Amtssprachen ist. Das wird auch von fast allen hier verstanden. Der Rizal Park ist eine grüne Oase mitten in der Stadt. Auf den Philippinen sind die Taxipreise echt günstig. Wir zahlen für eine 40-Minuten-Fahrt nur 6 Euro. Und am sichersten läuft das hier mit Apps wie Grab oder InDrive, wo der Fahrer direkt weiß, wo es hingeht und die Preise vorher feststehen. Beliebt sind übrigens auch die Jeepneys, wo man einfach aufspringen kann. Wie krass das hier aussieht. Man denkt gar nicht, dass es ein Friedhof ist. Vor allem im 19. Jahrhundert kamen viele Chinesen auf die Philippinen. Die bauten sogar ihre eigenen Friedhöfe, weil sie damals die christlichen nicht nutzen durften. Der Chinese Cemetery ist aufgebaut wie eine Stadt. Manche von den Mausoleen und Gräbern sehen richtig luxuriös aus. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Teilweise wohnen die Toten hier besser als die Lebenden gegenüber. Nachts ist vor allem in Makati viel los. Allerdings gibt es hier auch sehr fragwürdige Dinge. Beliebt sind auch die vielen Clubs und Rooftop-Bars. Hier hat man einen super Blick über die Skyline von Manila. Was eine krasse Aussicht. Das wird bestimmt ein geiler Trip. Von Manila zieht es uns zu den Kalksteinfelsen von Coronel Nido. Wir entdecken Palawan und reisen auf die vielfältige Insel Cebu. Die Chocolate Hills auf Bohol und die Surferinsel Siargao wollen wir auch besuchen, bevor wir am White Beach auf Boracay landen. Da die Flüge von Manila relativ viel kosten, sind wir gestern ca. 2 Stunden nach Angeles gefahren. Von dort haben wir ungefähr 100 Euro für einen 1,5-stündigen Flug nach Coron bezahlt. Wer auf den Philippinen Zeit sparen will, muss auf jeden Fall viel fliegen. Eine Fernfahrt dauert ca. 13 Stunden und kostet ungefähr 50 Euro. In der Gemeinde Coron leben mehr als 50.000 Menschen.
Von A nach B kommt man hier relativ leicht mit Tricycles. Für eine 20 Minuten Fahrt zu den Makinit Hot Springs zahlen wir nur 60 Cent pro Person. Ist richtig entspannt, hier in dem warmen Wasser zu sitzen. Je nach Pool hat das Wasser 30 bis 40 Grad und der Eintrittspreis liegt bei 4 Euro. Um auf den Mount Tapias zu kommen, müssen wir über 700 Stufen nach oben wandern. Ich denke, das wird relativ anstrengend, kostet allerdings auch keinen Eintritt und wir werden hoffentlich nachher mit einem tollen Sonnenuntergang belohnt. Hier hat man eine richtig geile Aussicht. Hier unten Coron Town, da hinten das Meer. Die Preise fürs Essen sind auf den Philippinen je nach Region ein bisschen unterschiedlich. Man kann aber sagen, es ist so 50 bis 60% günstiger als in Deutschland. Und wir essen jetzt hier Adobo, ein philippinisches Nationalgericht mit Reis und Hühnchen. Ich finde es ganz lecker, ist so eine saure Sojasauce, kann man sagen. In den Touristenorten gibt es aber auch immer internationale Küche. Mit unserem Guide Nord und der Crew startet am nächsten Morgen die Ultimate Island Hopping Tour. Tickets gibt's ab 40 Euro pro Person. Mabuhay! Unser erster Stopp ist die sogenannte Twin Lagoon. Die besteht aus 2 verschiedenen Lagunen. Man kann sogar durch einen kleinen Spalt schwimmen, um in die andere Lagune zu kommen. Unser nächster Stopp ist der Kayangan Lake. Es sind über 350 Treppenstufen bis zum See. Auf halber Strecke sind wir jetzt noch bei einem Viewpoint vorbeigekommen, wo man die Lagune noch mal sehen kann. Da haben sich die Stufen auf jeden Fall gelohnt, denn der Ausblick sieht echt Hammer aus. Wie wunderschön dieser See einfach ist. Einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Das Wasser ist glasklar. Die Jungs haben zum Mittagessen hier richtig aufgefahren. Es gibt Fisch, Garnelen, Reis, Nudeln, Obst und Gemüse. Und gleich gehen wir noch ein bisschen schnorcheln. Da liegt das Skelettwrack hier unter Wasser. Bin ich gespannt drauf. Das war richtig cool. Wir konnten jede Menge Fische sehen. Obendrauf auch das Schiffswrack natürlich, das relativ tief liegt. Und jetzt geht's zum Coron Youth Club Beach. Echt ein richtig schöner Strand mit kristallklarem Wasser und weißem Sand. Allerdings auch ein bisschen was los hier. Das gilt übrigens für die ganze Tour. Jetzt checken wir den Coral Garden ab. Woo! Das Schnorcheln war sehr cool, richtig viele bunte Korallen gab es da zu sehen. In der Nähe ist auch noch der Barracuda Lake, den lassen wir jetzt aber aus, weil wir haben ja heute schon einen See besucht. Und wir sind jetzt hier an einem schönen kleinen Strand, Smith Point Beach heißt der. Ich finde es hier sehr idyllisch und auch richtig geil mit den gezackten Felsen da oben. Nach der Tour in Coron nehmen wir am nächsten Tag die Fähre nach El Nido. Es geht Richtung Palawan, der Hauptinsel der gleichnamigen Provinz. Die Fahrt dauert ca. 4 Stunden und kostet 35 Euro.
El Nido ist noch mal eine Ecke touristischer als Coron. Hier im Örtchen reihen sich Tauchschulen, Touranbieter und Shops aneinander. Kein Wunder, denn die Landschaft und die Strände sind super schön. Der Hauptstrand in El Nido ist zwar nicht so groß, lädt aber trotzdem zum Entspannen ein. Man kann hier schwimmen gehen oder einfach nur die Aussicht genießen. Und wem es hier zu städtisch ist, der findet in der Umgebung auch noch deutlich ruhigere Strände. Inselhopping-Touren werden auch angeboten, aber das haben wir ja gerade erst hinter uns. Und jetzt geht's einen Baumwipfelpfad entlang, inklusive Hängebrücke, coolen Aussichten und noch vielem mehr. Kostet ca. 10 € und wir gehen jetzt mal über die Brücke hier. Wir sind ganz oben angekommen und schaut euch mal diese Hammer-Aussicht an. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Ganze. Am Ende des Rundwegs gibt es auch noch die sogenannten Dreamcatcher. Das sind so eine Art Spinnennetze, auf denen man rumlaufen kann. Oder einfach mal entspannen, weil es doch ein bisschen anstrengend war. Auch in El Nido kommt man am besten mit Tricycles zum nächsten Ziel. Nur ein paar Kilometer weiter weg liegt der Las Cabanas Beach. Am Strand ist auch eine Zipline. Für nicht ganz 10 € fliegt man 750 Meter über das Meer. Ja, Mann! Ist ein cooler Spot, um sowas mal zu machen. Hat schon Bock gemacht, wie wir da über den Strand geflitzt sind. Ist jetzt nicht die schnellste Zipline, aber durch den Ort hier auf jeden Fall was Besonderes. Also schöner wird's heute nicht mehr. Echt ein kleines Paradies hier. Auch abends ist in El Nido immer was los. Am Tag darauf bringt uns ein privater Fahrer nach Port Barton. Eine 3-stündige Fahrt für ca. 100 €. Die Insel Palawan ist ziemlich groß, 450 Kilometer lang und 40 Kilometer breit. Port Barton ist deutlich untouristischer als El Nido. Ein kleines Fischerdorf mit vielleicht 3000 Einwohnern und 0 Hektik. Hier kann man richtig die Seele baumeln lassen. Auf den Philippinen ist für jede Art von Strandurlauber was dabei. Wer Action will, bleibt an Orten wie El Nido und wer es was chilliger mag, kommt nach Port Barton. Auf der Hauptstraße sind aber schon ein paar Touristen unterwegs und es gibt einige Restaurants und Unterkünfte. Innerhalb der Philippinen gibt es aber sogar ganze Inseln, die wirklich abgelegen und einsam sind. Viele Orte auf den Philippinen sind traumhaft, aber es ist natürlich nicht überall schön. Wir haben auch schon einige Straßenhunde gesehen. Was die Sicherheit angeht, hat man in den Touristengebieten eher selten Probleme. Man fühlt sich hier nicht unsicher. Allerdings gibt es im Süden der Philippinen einige Inseln, die als No-Go-Areas gelten. Da wurden sogar schon Touristen entführt und die Regierung hat kaum Kontrolle. Und je nach Jahreszeit kann es auch zu heftigen Unwettern kommen. Die Trockenzeit ist übrigens von Dezember bis Mai. Mitten im Tuk-Tuk heizen wir gerade über eine Schotterpiste zum White Beach. Es ist eine richtige Rüttelfahrt und ich hoffe, wir kommen überhaupt lebend an. Von Port Barton reisen wir weiter zum Underground River, ca. 150 Kilometer weiter südlich. Wir haben uns direkt eine Tour mit Transfer gebucht. Vom Parkplatz aus fahren wir ca. 15 Minuten mit dem Boot zum Eingang des Underground Rivers. Touren gibt es schon ab 35 €. Am Ziel angekommen, treffen wir erstmal auf kleine Affen und Warane.
Darauf spazieren wir zum eigentlichen Underground River, wo wir auf ein Paddelboot umsteigen. Das System ist einer der längsten schiffbaren unterirdischen Flüsse der Welt und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Ist echt sehr dunkel hier drin. Zum Glück hat unser Guide eine gute Taschenlampe dabei. Und man hört hier auch überall Fledermäuse. Die leben wirklich zu Tausenden hier in der Höhle. Über den informativen Audioguide erfahren wir, dass sich im Wasser auch Schlangen und Warane herumtreiben. Die Hände sollte man besser raushalten. Schon verrückt, was sich hier unter der Erde befindet, auf der wir sonst rumlaufen. Man fährt ungefähr 45 Minuten über den Fluss und es ist schon ein bisschen touristisch aufgezogen, aber definitiv ein cooles Erlebnis. Nach der Tour brauchen wir fast 1,5 Stunden bis Puerto Princesa. Die Hauptstadt von Palawan ist eher untouristisch, mit 300.000 Einwohnern allerdings der größte Ort der Region. Von Puerto Princesa fliegen wir in 1,5 Stunden für 100 € nach Cebu. Wir fahren gerade über eine fast 9 Kilometer lange Brücke nach Cebu City. Ist echt crazy. Die Metropolregion von Cebu City ist mit 3,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte der Philippinen. Hier wurde 1556 die erste spanische Siedlung gegründet. Man kann sich hier Kirchen, Märkte oder einfach nur den Trubel der Stadt ansehen. Auf der Insel Cebu gibt es aber noch viel mehr zu entdecken. Mit unserem Fahrer Danny machen wir uns auf den 3-stündigen Weg nach Moal Boal. Kostenpunkt ca. 50 €. Auf der halben Strecke stoppen wir bei den Mantayupan Falls. Wow, was für ein krasser Wasserfall. Ja, wirklich cool, ey. Der Mantayupan Wasserfall ist über mehrere Ebenen insgesamt 98 Meter hoch und damit einer der höchsten Wasserfälle auf Cebu. Und hier ist auch überhaupt nicht viel los. Im Küstenstädtchen Moal Boal leben etwa 30.000 Menschen. Bekannt ist der Ort vor allem für seine schönen Strände und den legendären Sardinenrun. Den wollen wir uns morgen unbedingt noch anschauen. Am Abend ist hier richtig was los. Es gibt viele Bars und Restaurants direkt am Wasser. Wir sind in einem Touriladen, trotzdem sind die Preise ziemlich moderat. Ich habe hier Chicken Curry, wird oft gegessen auf den Philippinen, nur 4 €. Burger mit Pommes auch nur 4 €, würde beides in Deutschland deutlich mehr kosten. Bei Salaten, rohen Lebensmitteln oder auch Getränken mit Eiswürfeln sollte man wegen Bakterien aber immer ein bisschen aufpassen. Los geht's mit dem Sardinenrun. Da hinten sind auch schon jede Menge Schnorchler. Da müssen riesige Sardinenschwärme sein. Ich glaube, das wird der Hammer. Das ist echt unglaublich. Hier schwimmen Tausende von Sardinen in riesengroßen Schwärmen. Das sieht aus wie eine Unterwasserwolke. Das ist eines der größten Naturschauspiele der Philippinen. Ungefähr 1 Stunde von Moal Boal entfernt liegen die Cavasan Falls. Da machen wir heute ein bisschen Canyoning durch den Fluss. Wir nehmen aber erstmal eine Zipline für 10 € pro Person. Die verkürzt die Wanderung dahin nämlich etwas. Los geht's mit unseren Guides Dan und Matt. Hello. Welcome. He's looking for new sled.
Der Canyon ist sehr schön, allerdings ist auch echt viel los. 1, 2, 3, spring! Das sieht schon hoch aus. Yay! Germany! Welcome to my place! Nach 4 Stunden sind wir jetzt am Ziel angekommen und so Touren gibt es übrigens ab 35 € pro Person. Und es ist stellenweise schon sehr voll gewesen, das sollte man vorher wissen, aber mir hat es trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Wir fahren zurück nach Cebu City, um am nächsten Tag die Fähre nach Bohol zu nehmen. Ein Ticket kostet 40 €. Nach 2 Stunden sind wir da. Bohol ist eine relativ große Insel, deshalb haben wir uns mit José für 60 € direkt einen Fahrer für den ganzen Tag besorgt. Vom Hafen zu den Chocolate Hills dauert es ungefähr 1,5 Stunden und das sieht auch wirklich einzigartig aus. Schon krass, das sind über 1200 kegelförmige Hügel. Zum Ende der Trockenzeit verfärbt sich das Gras braun, dann sieht es sogar noch mehr nach Schokoladenhügeln aus. Zur Entstehung der Hügel gibt es verschiedene Theorien, von Korallenablagerungen bis hin zu vulkanischer Aktivität. Könnte ich mir gut vorstellen, denn auf den Philippinen gibt es einige Vulkane, von denen man auch ein paar besuchen kann. Der Eintritt für die Aussichtsplattform kostet 1,50 € und hier ist auch richtig gut was los. Etwa 1 Stunde von den Chocolate Hills entfernt liegt das Tasir-Schutzgebiet. Die Koboldmakis sind nachtaktiv und schlafen oft tagsüber. Deswegen soll man hier im Wald nicht zu laut sein und auf alles hören, was die Guides sagen. Die sehen aus wie Aliens. Guckt euch mal diese riesigen Augen an. Das sind die kleinsten Affen der Welt. Wie Gollum in süß oder wie Gremlins. Die Kleinen waren wirklich knuffig. Das Schutzgebiet ist übrigens gemeinnützig. Das Ganze kostet ein bisschen über 2 € Eintritt und das Geld fließt anscheinend direkt in den Schutz der Tiere. Mit dem Schiff geht's zurück nach Cebu City. Von dort fliegen wir eine knappe Stunde für 150 € nach Siargao. Der Ort General Luna ist das touristische Zentrum der Insel. Siargao ist momentan die angesagteste Insel der Philippinen. Hier gibt es jede Menge Surfshops, Hostels, Restaurants und Cafés. Heute probieren wir mal Sinigang. Das ist eine saure Suppe mit Gemüse und in unserem Fall Garnelen, auch eine Spezialität der philippinischen Küche. Wir haben hier so einen großen Topf zum Teilen bekommen, kostet 2 € pro Person und ist schon säuerlich, aber schmeckt ganz gut. Siargao ist auch für sein Nachtleben bekannt. Bands und DJs sorgen in vielen Bars für gute Stimmung. Ein Bier im größten Beachclub kostet 1,50 €. Den nächsten Tag starten wir beim legendären Cloud9 Pier. Das Wahrzeichen von Siargao kann man sich für 1,50 € anschauen. Das sieht schon wirklich heftig aus, wie die Wellen da vorne gegen das Riff klatschen, obendrauf der Pier und der schöne Strand. Siargao gilt als eine der beliebtesten Inseln für Surfer auf den Philippinen. Egal ob Anfänger oder Profi, normalerweise findet jeder hier seine Welle. Allerdings sind die Bedingungen in den nächsten Tagen auch für die Profis nicht optimal. Mit dem Tuk-Tuk reisen wir weiter zum Coconut Tree Deck. Eine 20 Minuten Fahrt kostet ungefähr 1 € pro Person. So viele Kokospalmen habe ich, glaube ich, noch nie auf einem Fleck gesehen. Beliebt auf den Inseln sind auch Roller, die es ab ca. 4 € pro Tag gibt.
Ein internationaler Führerschein ist offiziell nötig. Versicherung gibt es allerdings so gut wie nie. Ist wirklich wunderschön, hier über den Maasin River zu schippern, gerade mit dem Dschungel links und rechts, wirklich toll. Das Ganze kostet knapp 4 € pro Person und dauert circa 1 Stunde. Auf der Insel gibt es viele schöne Strände, es sieht echt super hier aus und da vorne befinden sich auch die sogenannten Rock Pools. Da gibt es die Möglichkeit, in natürlichen Infinity Pools zu schwimmen. Das geht allerdings nur bei Ebbe und da ist der perfekte Zeitpunkt im Moment spät abends, wenn es schon dunkel ist. Nach ein paar Tagen auf Siargao wollen wir nach Boracay. Wir fliegen erst 1 Stunde zurück nach Cebu, warten dort 90 Minuten und reisen dann nochmal 45 Minuten nach Katiklán. Die Flüge fangen ab ca. 100 € mit Gepäck an. Hinzu kommen mindestens 10 € für den Transfer auf die Nachbarinsel Boracay. Das ist schon ein großes Hin und Her, hier von Insel zu kommen. Am besten entscheidet man sich für 2 oder 3. Wir wollen euch aber natürlich möglichst viel zeigen. Und Boracay gehört zu den beliebtesten Inseln der Philippinen. Hier am White Beach sieht es wirklich mega aus. Je nach Abschnitt ist es am 4 Kilometer langen White Beach ruhiger oder eben auch nicht. Hier im Teil, wo am meisten los ist, reihen sich Bars, Hotels und Restaurants aneinander. Direkt am Strand ist sogar eine Shoppingmeile. An den Preisen merkt man allerdings schon, dass es auf Boracay ein bisschen teurer ist. Das gilt übrigens auch für touristische Orte wie Siargao oder El Nido. Und die Hotels kosten hier im Durchschnitt auch eher was mehr. Auf den Philippinen gibt es Zimmer mit Bad und Klimaanlage, auch in der Hauptsaison schon ab 15 €. Hotels in der Mittelklasse kosten ca. 40 €. Ferienwohnungen können was günstiger sein. Schöne Resorts fangen bei 60 € pro Nacht an. Insgesamt sind die Unterkünfte je nach Reisezeit ca. 40 bis 60% günstiger als in Deutschland. In der Nebensaison kann man noch mal viel sparen. Wegen Übertourismus wurde die Insel vor einigen Jahren für 6 Monate komplett gesperrt. Heutzutage gibt es hier strenge Umweltauflagen. Rauchen, Alkohol und Plastik ist am Strand verboten. Ist übrigens die kleinste Insel, die wir besucht haben, dafür aber auch die touristischste und modernste. Die Sonnenuntergänge hier sind wunderschön und am Abend setzen auch diverse Schiffchen hier ihre Segel. Allerdings wollen sich das auch jede Menge Leute anschauen. Der Sonnenuntergang hier hat wirklich eine magische Stimmung, aber wenn es dunkel wird, endet für viele Leute der Abend noch nicht. Denn Boracay ist eine der Partyhochburgen der Philippinen. Von chilligen Beachbars bis zu Clubs ist alles dabei und wir machen uns jetzt hier noch einen schönen letzten Abend. Die Philippinen sind wirklich ein Paradies fürs Inselhopping, auch wenn es manchmal schon relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, von Ort zu Ort zu kommen. Die Natur ist super schön, für jede Art von Urlauber ist was dabei und es ist immer noch relativ günstig. Das war's von dieser Reise, wir sehen uns wieder bei der nächsten. Falls euch unser Film über die Philippinen gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir freuen uns auch auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr ja sogar noch Tipps für die Inseln. In der Playlist findet ihr noch viele weitere Filme von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.